An einem sonnigen, aber leicht windigen Nachmittag saß Hannah im Hof ihres Hauses, als sie plötzlich ein schwaches Geräusch aus einer Ecke der Straße hörte. Sie ging dem Geräusch nach und entdeckte eine verletzte Katze, die Hilfe benötigte. Beim Anblick dieser Szene griff sie sofort zu ihrem Handy und rief ihren Freund Albert an. Hallo. Ich habe eine verletzte Katze in der Straße gefunden. Sie sieht wirklich schlecht aus und ich weiß nicht, was ich tun soll. Hannah, beruhige dich erstmal. Du hast das Richtige getan, indem du mich angerufen hast. Kannst du mir sagen, wie schlimm die Verletzung aussieht? Es scheint, als hätte sie ein verletztes Bein und kann nicht richtig laufen. Sie miaut ständig, was mir wirklich das Herz bricht. Okay, hör zu. Ich komme jetzt zu dir. Wir bringen die Katze zusammen zum Tierarzt. Sie wird in Ordnung sein, mach dir keine Sorgen. Albert traf ein paar Minuten später ein, und sie brachten die Katze vorsichtig zu einem nahegelegenen Tierarzt. Weißt du, es ist wirklich toll von dir, dass du dich um sie kümmerst. Nicht jeder würde stehen bleiben, um zu helfen. Ich konnte sie einfach nicht dort liegen lassen. Ich hoffe nur, der Tierarzt kann ihr helfen. Bei der Tierarztpraxis. Lasst uns mal sehen. Ja, das Bein ist verletzt, aber es ist nichts, was wir nicht behandeln könnten. Wir müssen es verbinden und ihr ein paar Medikamente geben. Oh, das ist eine gute Nachricht. Wie lange wird sie zur Genesung brauchen? Mit der richtigen Pflege sollte sie in ein paar Wochen wieder auf den Beinen sein. Es ist gut, dass ihr sie gebracht habt. Nach der Behandlung. Was denkst du, sollten wir sie zu dir nach Hause bringen und pflegen, bis sie wieder gesund ist? Das wäre wunderbar. Ich habe schon immer davon geträumt, eine Katze zu haben. Wir könnten sie Maya nennen. So begann die unerwartete Freundschaft zwischen Hannah, Albert und der kleinen Maya. Zusammen erlebten sie viele Abenteuer und Maya wurde ein geliebtes Mitglied ihrer kleinen Familie. Bist du bereit für die Prüfung? Los geht's! Welches der unten stehenden Videos handelt von der Genesung? Die Genesung nach der Operation verläuft gut. Wir bringen die Katze zusammen. Tierarzt. An. Für. Zum. Vor. Wir bringen die Katze zusammen zum Tierarzt. Es scheint, als hätte sie ein verletztes Bein und kann nicht richtig. Leben. Lachen. Laufen. Schlafen. Es scheint, als hätte sie ein verletztes Bein und kann nicht richtig laufen. Das ist Nachricht. Eines Gutes. Ein Gut. Ein Gute. Eine Gute. Das ist eine gute Nachricht. Was hat Hannah getan, als sie die verletzte Katze fand?
A. Sie ignorierte die Katze und ging weiter. B. Sie machte ein Foto von der Katze. C. Sie rief sofort ihren Freund an. D. Sie brachte die Katze nach Hause. Sie rief sofort ihren Freund an. Wie reagierte Albert auf Hannas Anruf? A. Er sagte, sie sollte die Katze dort lassen. B. Er sagte, er würde sofort kommen, um zu helfen. C. Er bat sie, ihn später anzurufen. D. Er sagte, sie sollte die Polizei rufen. Er sagte, er würde sofort kommen, um zu helfen. Der Tierarzt sagte, das Bein der Katze sei verletzt, aber es war nichts, was sie nicht könnten. A. Ignorieren. B. Behandeln. C. Untersuchen. D. Operieren. Der Tierarzt sagte, das Bein der Katze sei verletzt, aber es war nichts, was sie nicht ignorieren könnten. Beantwortet bitte die nächsten 2 Fragen in den Kommentaren, um euch selbst zu testen. Was stellte der Tierarzt bei der Untersuchung der Katze fest? A. Das Bein der Katze war gebrochen. B. Die Katze war nur erschöpft. C. Das Bein der Katze war verletzt, konnte aber behandelt werden. D. Die Katze hatte keine sichtbaren Verletzungen. Hanna hörte ein Geräusch aus einer Ecke der Straße. A. Lautes. B. Musikalisches. C. Schwaches. D. Fröhliches. Das Geräusch. Das Geräusch der Vögel am Morgen ist beruhigend. Die Ecke. Er steht an der Ecke und wartet auf den Bus. Die Straße. Die Straße ist heute sehr voll. Das Bein. Sie hat sich beim Sport das Bein verletzt. Der Tierarzt. Unser Hund muss morgen zum Tierarzt. Die Praxis. Der Arzt hat eine gut organisierte Praxis. Die Genesung. Die Genesung nach der Operation verläuft gut. Die Behandlung. Die Behandlung im Krankenhaus war sehr effektiv. Das Handy. Ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Sonnig. Heute ist ein sonniger Tag. Windig. Gestern war es sehr windig. Schwach. Sein schwaches Gedächtnis macht ihm manchmal Probleme. Verletzt. Der verletzte Vogel wurde zum Tierarzt gebracht. Benötigt. Das Kind benötigt deine Hilfe. Schlecht. Das Wetter ist heute schlecht. Beruhigen. Er versucht, sein Baby zu beruhigen.
Laufen. Jeden Morgen laufen wir im Park. Keine Sorge. Keine Sorge, ich werde dir helfen. In Ordnung sein. Alles wird wieder in Ordnung sein. An einem sonnigen, aber leicht windigen Nachmittag saß Hannah im Hof ihres Hauses. An einem sonnigen, aber leicht windigen Nachmittag saß Hannah im Hof ihres Hauses, als sie plötzlich ein schwaches Geräusch aus einer Ecke der Straße hörte. Als sie plötzlich ein schwaches Geräusch aus einer Ecke der Straße hörte. Sie ging dem Geräusch nach und entdeckte eine verletzte Katze, die Hilfe benötigte. Sie ging dem Geräusch nach und entdeckte eine verletzte Katze, die Hilfe benötigte. Beim Anblick dieser Szene griff sie sofort zu ihrem Handy und rief ihren Freund Albert an. Hallo. Ich habe eine verletzte Katze in der Straße gefunden. Hallo. Ich habe eine verletzte Katze in der Straße gefunden. Sie sieht wirklich schlecht aus und ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie sieht wirklich schlecht aus und ich weiß nicht, was ich tun soll. Hannah, beruhige dich erstmal. Hannah, beruhige dich erstmal. Du hast das Richtige getan, indem du mich angerufen hast. Du hast das Richtige getan, indem du mich angerufen hast. Kannst du mir sagen, wie schlimm die Verletzung aussieht? Kannst du mir sagen, wie schlimm die Verletzung aussieht? Es scheint, als hätte sie ein verletztes Bein und kann nicht richtig laufen. Es scheint, als hätte sie ein verletztes Bein und kann nicht richtig laufen. Sie miaut ständig, was mir wirklich das Herz bricht. Sie miaut ständig, was mir wirklich das Herz bricht. Okay, hör zu. Ich komme jetzt zu dir. Okay, hör zu. Ich komme jetzt zu dir. Wir bringen die Katze zusammen zum Tierarzt. Wir bringen die Katze zusammen zum Tierarzt. Sie wird in Ordnung sein, mach dir keine Sorgen. Sie wird in Ordnung sein, mach dir keine Sorgen. Albert traf ein paar Minuten später ein. Albert traf ein paar Minuten später ein. Und sie brachten die Katze vorsichtig zu einem nahegelegenen Tierarzt. Und sie brachten die Katze vorsichtig zu einem nahegelegenen Tierarzt. Weißt du, es ist wirklich toll von dir, dass du dich um sie kümmerst. Weißt du, es ist wirklich toll von dir, dass du dich um sie kümmerst. Nicht jeder würde stehen bleiben, um zu helfen. Nicht jeder würde stehen bleiben, um zu helfen. Ich konnte sie einfach nicht dort liegen lassen. Ich konnte sie einfach nicht dort liegen lassen. Ich hoffe nur, der Tierarzt kann ihr helfen.
Ich hoffe nur, der Tierarzt kann ihr helfen. Bei der Tierarztpraxis. Bei der Tierarztpraxis. Lasst uns mal sehen. Ja, das Bein ist verletzt, aber es ist nichts, was wir nicht behandeln könnten. Lasst uns mal sehen. Ja, das Bein ist verletzt, aber es ist nichts, was wir nicht behandeln könnten. Wir müssen es verbinden und ihr ein paar Medikamente geben. Wir müssen es verbinden und ihr ein paar Medikamente geben. Oh, das ist eine gute Nachricht. Oh, das ist eine gute Nachricht. Wie lange wird sie zur Genesung brauchen? Wie lange wird sie zur Genesung brauchen? Mit der richtigen Pflege sollte sie in ein paar Wochen wieder auf den Beinen sein. Mit der richtigen Pflege sollte sie in ein paar Wochen wieder auf den Beinen sein. Es ist gut, dass ihr sie gebracht habt. Es ist gut, dass ihr sie gebracht habt. Nach der Behandlung. Nach der Behandlung. Was denkst du, sollten wir sie zu dir nach Hause bringen und pflegen, bis sie wieder gesund ist? Was denkst du, sollten wir sie zu dir nach Hause bringen und pflegen, bis sie wieder gesund ist? Das wäre wunderbar. Ich habe schon immer davon geträumt, eine Katze zu haben. Wir könnten sie Maya nennen. Das wäre wunderbar. Ich habe schon immer davon geträumt, eine Katze zu haben. Wir könnten sie Maya nennen. So begann die unerwartete Freundschaft zwischen Hannah, Albert und der kleinen Maya. So begann die unerwartete Freundschaft zwischen Hannah, Albert und der kleinen Maya. Zusammen erlebten sie viele Abenteuer und Maya wurde ein geliebtes Mitglied ihrer kleinen Familie. Zusammen erlebten sie viele Abenteuer und Maya wurde ein geliebtes Mitglied ihrer kleinen Familie.